tritt Jurassic World Rebirth das Erbe von Jurassic Park 3 an und wird dafür sorgen, dass das gesamte Jurassic-Franchise für immer zu Grabe getragen wird? Oder verbirgt sich hinter dieser Wiedergeburt der Filmreihe ein genialer Plan von Universal? Ja, ihr Lieben, das ist wirklich eine Frage, der wir uns stellen sollten. Eine Frage, die auch euch da draußen beschäftigt, denn ich bekomme immer wieder die Fragen von euch über Instagram geschickt. Tobi, was genau sind denn deine Erwartungen für Jurassic World Rebirth? Was hoffst du, dass wir in diesem Film zu Gesicht bekommen, beziehungsweise wo bist du ein bisschen skeptisch und wovor hast du möglicherweise auch Angst, dass es eintrifft? Und ich dachte mir, ja, lasst uns einfach mal genau darüber sprechen. Hier in diesem kurzen Video, Zweiteiler, werde ich euch zuallererst in diesem Video jetzt hier meine Top 3 Erwartungen, meine Top 3 Wünsche für Jurassic World Rebirth vorstellen. Und dann direkt im Anschluss im nächsten Video meine Top 3 Bedenken. Quasi die Dinge, die ich nicht wirklich im Film sehen will und vor denen ich ein bisschen Angst habe, dass sie wirklich eintreffen. Und natürlich bist auch immer wie du am Ende des Videos nach deiner Meinung gefragt. Deswegen schreib mir ganz zum Schluss gerne mal deine Top 3 Wünsche für Jurassic World Rebirth in die Kommentare unten rein, das würde mich sehr freuen. Jetzt legen wir los. Viel Spaß mit dem Video. Okay, ihr Lieben, beginnen wir jetzt damit, darüber zu sprechen, was ich mir wirklich von Jurassic World Rebirth erhoffe. Zum einen, ja, ich habe mir hier gedacht, wir nehmen mal nur die Top 3, also meine Top 3 wichtigsten Wünsche für den Film. Ich habe wesentlich mehr Wünsche, die da irgendwie reinpassen müssten, aber es macht irgendwie Sinn, das Ganze auf die Top 3 zu reduzieren und die etwas genauer auszuführen. Und um vielleicht von vorne weg einmal kurz die Frage zu beantworten, gibt es vielleicht auch schon Dinge, mit denen ich sehr zufrieden bin, Dinge, die ich mir sehr gewünscht habe und die schon eingetroffen sind. Ja, das kann man definitiv sagen. Und hier ist die Sache tatsächlich das CGI. Ich bin ja jemand, der immer wieder sagt, hört doch auf, so viel über CGI zu meckern, auch wenn ich es nachvollziehen kann. Es ist nur meistens für mich nicht ausschlaggebend, ob ein Film gut oder schlecht wird, wenn das CGI jetzt mal vielleicht nicht wirklich ultra realistisch aussieht. Ich erinnere mich allerdings noch an damals, als der erste Teaser-Trailer zu Jurassic World 2015 erschienen ist. Und ich war damals relativ enttäuscht vom Look der Dinosaurier. Denn wir hatten seit 2001 keine Dinosaurier mehr auf der großen Leinwand gesehen. Und natürlich war dann hier der Anspruch, die Vorstellung gigantisch. Wie muss das jetzt heutzutage aussehen? Und dann haben wir die ersten Dinosaurier gesehen. Ich weiß noch in diesem einen Teaser, wo man die Gyrosphäre mit Zack und Gray gesehen hat. Und dann ist da, glaube ich, ein Apatosaurus dran vorbeigelaufen. Und das sah damals schon nicht so umwerfend aus, wie es eigentlich hätte sein müssen. Ganz im Gegenteil aber jetzt hier zu Jurassic World Rebirth, da muss ich wirklich sagen, ich bin ultra zufrieden mit dem CGI, auch wenn ich hier und da erneut Kleinigkeiten zu bemängeln habe. Wir haben inzwischen sehr viel von der Flussszene, in welcher der T-Rex ein Boot verfolgt und auch im Wasser schwimmt, gesehen. Und da hat uns der neueste Clip einen Ausschnitt gezeigt, wo der T-Rex dann mit seinem Kopf durch so einen Felsvorsprung durchguckt und die Delgado-Familie nur ganz knapp entkommen kann. Da finde ich, das CGI sah hier wieder ein bisschen Jurassic World 1, 2, 3 mäßig aus. Ihr wisst schon, dieses typische Rexy-CGI mit dem großen, süßen, dackelartigen Kopf und dem kleinen Körper. Das sieht irgendwie gerade beim T-Rex immer ein bisschen seltsam aus. Aber trotz allem, ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich schon mal abhaken kann. Das CGI gefällt mir richtig gut, vor allem das im Wasser mit dem Mosasaurus. Kommen wir jetzt zu der Hauptfrage dieses Videos. Was sind meine 3 Dinge, die ich definitiv in diesem Film sehen möchte? Punkt Nummer 1, eine Sache, die mir persönlich sehr wichtig ist. Angenehme, gut geschriebene Charaktere. Ich brauche hierbei jetzt keine tiefgründigen Geschichten von einer Zora Bennett, die möglicherweise ein Kindheitstrauma verarbeiten muss auf dieser Insel und dann immer wieder Rückblenden in die Vergangenheit kommen, wie ja mal dieser eine Leak auch behauptet hat. Das wäre okay gewesen für mich, ich mag sowas, aber ich brauche es jetzt hier nicht zwingend in dem Film. Was ich damit einfach nur meine ist, ich möchte Figuren haben, die nicht zu cool sind, um zu leiden. Und Hollywood tut sich gerade damit öfter mal wirklich sehr schwer. Gerade wenn man bestimmte Frauenrollen mit einbaut und will die extrem stark wirken lassen, dann wirkt das oft mal irgendwie sehr aufgesetzt und zu perfekt. Hierbei muss ich gerade an Daisy Ridleys Figur Rey aus den Star Wars Sequels denken, die einfach zu perfekt war. Und ja, Scarlett Johansson ist nun mal eine Frau in der Hauptrolle, plus eben noch, dass sie auch eine ehemalige Soldatin spielt. Und ich hoffe, wir bekommen jetzt hier nicht ein Gemisch aus extrem Patriotismus gepaart mit dem, die Frau ist nur noch perfekt. Ich möchte wirklich gute Rollen haben.
die aber auch zu dem Franchise passen. Ich brauche keine Owen Grady-Figur, der irgendwelche Backflips macht vor Dinosauriern. Nein, in dieser Geschichte sollen Dinosaurier wirklich der Fokuspunkt sein. Sie sollen der Punkt der Angst sein, der Punkt der Gefahr. Und da bringt es mir rein gar nichts, wenn wir eine Figur haben, die sich so aus allem rausfinden kann, egal ob es realistisch ist oder eben nicht. Und das zählt übrigens auch nicht nur für Zora Bennetts Figur, das zählt ebenfalls auch für Dr. Henry Loomis, für Martin Krabs. Gerade hier letzterer noch einmal. Martin Krabs kommt mir bis jetzt auch schon aus den Trailern hervor wie so ein Typ, naja, der eingeführt wird als eigentlich einer der Protagonisten, dem du aber von Anfang an alleine von Auftreten und Mimik ansiehst, dass er der Antagonist ist. Das würde ich sehr langweilig finden. Bitte, sollte Martin Krabs wirklich der Antagonist sein, dann macht ihn etwas menschlicher und gebt ihm bitte nicht diesen Albert Wesker aus Resident Evil Vibe. Ja, ich mag Resident Evil, Albert Wesker ist auch super, aber das jetzt im Jurassic-Universum nochmal zu sehen, das hatten wir bereits mit Mr. Mills gehabt in Jurassic World. Also ich möchte, dass wir uns entfernen von der Charakterisierung und Darstellung von menschlichen Figuren, wie wir das in der Jurassic World Trilogie haben. Ich möchte keinen Superhelden-Own-Charakter mehr haben, hier in der Form von Scarlett Johansson möglicherweise, und ich möchte wirklich menschliche Figuren haben, die alle wirklich diesen Terror auf der Insel spüren, weil nur so kann ich auch als Zuschauer den Terror auf der Insel spüren. Punkt Nummer 2, ich will wirklich gute Dinosaurier-Szenen und auch wirklich geniale Tode sehen. Das hört sich immer so ein bisschen wahnsinnig an, so ich will krasse Tode. Aber irgendwie lebt ja auch Jurassic von den Toden. Ich meine, worüber reden wir denn, wenn wir Leuten vermitteln wollen, wie krass eigentlich Jurassic Park 1 ist? Wir zählen hier zum Teil einfach genau diese Tode auf. Tode wie Dennis Nedry, der vom Dilophosaurus gefressen wird. Donald Gennaro auf der Toilette. Ein wirklich genialer Tod, der auf der einen Seite die Brutalität des T-Rex zeigt, gepaart mit so einem bisschen Humor, weil, komm schon, der wird auf dem Klo gefressen, das ist schon irgendwie zum Schmunzeln. Bei Jurassic Park 2 haben wir alle dann den Atem angehalten, als Eddie Carr gefressen wurde. Und ja, auch in Jurassic Park 3 sehen wir einfach, wie die Velociraptoren Udesky so hinrichten, dass er gerade noch so am Leben ist, um als lebender Köder für den Rest der Gruppe zu gelten. Jurassic World 1 hat dann noch den Tod von Sarah mit reingebracht, den man auf jeden Fall im Hinterkopf behält. Und dann wird es aber auch schon sehr mau. Ab Jurassic World Fallen Kingdom hatten wir so gut wie keine nennenswerten Tode mehr. Und ich weiß noch, wie ich mein alle Tode in Jurassic Park bis Jurassic World Ranking gemacht habe. Das kann ich dir gerade mal da oben verlinken. Ist ein sehr langes Video, aber da bin ich wirklich auf alle Tode in allen Filmen eingegangen und habe die dann wirklich für Film auch noch gerankt. Und es war unfassbar schwer für mich, die Tode in Jurassic World Fallen Kingdom und dann später auch noch in Dominion zu ranken. Ich glaube, dass ich sogar irgendwann einfach gesagt habe, auf Platz Nummer 10 ist jetzt Statist Nummer 9 und dann Statist Nummer 7 auf Platz so und so. Ich habe dann irgendwann einfach keine Namen mehr gehabt. Das ist ebenfalls noch so ein Ding. Tode können passieren mit Statisten, die im Hintergrund ablaufen, aber dann sollten sie auch wirklich irgendeine Form von Impact haben. Als Beispiel hier der Unlucky Bastard, David Koepp selber, der in The Lost World Jurassic Park 2 einfach mal vom Tyrannosaurus Rex gepackt wird und wir hören dann noch, wie er um sein Leben röchelt, weil der T-Rex ihm scheinbar die Wirbelsäule durchgebissen hat. Das sind natürlich ziemlich asoziale Szenen, aber das braucht dieses Franchise auch irgendwie, denn wir wollen ja Angst vor den Tieren haben. Und natürlich dürfen auch gerne Figuren sterben, die uns in den Filmen nahe gehen. Wir könnten den Tod eines Aquilops Dolores mit beobachten. Wir könnten sehen, wie sich der Vater der Familie in Jurassic World Rebirth in irgendeiner Szene opfert. Oder vielleicht sogar ein Dr. Henry Loomis in irgendeiner Form gefressen wird. Das könnte alles passieren. Dass Scarlett Johansson stirbt, halte ich für ausgeschlossen. Die hat so diese Plot-Armor, weil die braucht man eventuell noch für zwei weitere Filme. Aber lasst gerne auch unsere Helden unter den Vorkommnissen auf dieser Insel leiden, die ja wirklich schrecklich sind. Und wenn ihr Statisten tötet, dann macht das wirklich auch bitte mit einem bestimmten Impact, aber lasst nicht nur irgendwelche Statisten sterben. Ich würde gerne aus dem Kino rausgehen, wie tatsächlich damals in Jurassic Park 2. Ja, da war ich schon im Kino mit 7, mit meiner Mutter, mit meinem Bruder zusammen. Und ich weiß noch, dass dieser Film dann wirklich für Gespräche gesorgt hat, eben gerade in Bezug auf Eddie Carr. Und in Jurassic World 1 war das ebenfalls so. Da war ich auch mit ein paar Kollegen im Kino gewesen und da hatten wir ebenfalls Diskussionen gehabt, was da eigentlich mit Sarah abging, weil das so aus dem Nichts herauskam. Deswegen sind hier die Tode auch ganz wichtig. Und wo wir es eben gerade auch von guten Dinosaurier-Szenen hatten, gebt den Dinosauriern wirklich Szenen, in welchen sie etwas zu tun haben. Ich erinnere hier nur an Jurassic World Dominion. Da gab es, glaube ich, nur den Therizinosaurus, der wirklich eine nennenswerte Szene hatte, die irgendwie einen Anfang und ein Ende hatte. Also die wurde relativ auserzählt. Wenn ich hier von auserzählten Szenen rede, meine ich da eben nicht so ein Fiasko wie die ganze Malta
Sache in Jurassic World Dominion. Wir haben mitbekommen, dass einfach die gesamte Insel eskaliert. Dinosaurier sind dort ausgebrochen. Überall müssten eigentlich Tote sein. Wir bekommen es aber einfach nicht mit, weil Owen fliegt dann weg und wir als Zuschauer verfolgen eben Owen und Claire. Und die Frage, was ist jetzt auf Malta weiter passiert, die haben wir dann irgendwann durch die Netflix-Animationsserie Jurassic World Chaos Theory beantwortet bekommen müssen. Aber so offene Szenen in den Film einzubauen, ist irgendwie der falsche Ansatz. Das wirkt einfach alles sehr gehetzt, als würde man nur darauf aus sein, schnell, 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 Krach, Bam, Action, Action, Action. Das will ich hier nicht sehen. Ich möchte, wenn wir uns gerade auch mit den 3 größten auf dieser Insel lebenden prähistorischen Tieren beschäftigen, dass gerade die nennenswerte Szenen haben. Ich will, dass der Titanosaurus mir im Hinterkopf bleibt, nicht einfach nur als ein Platzhalter für den Brachiosaurus. Der soll eine Szene bekommen, bei der man sich denkt, wisst ihr noch damals, das war doch ziemlich geil. Ebenfalls der Mosasaurus und auch der Quetzalcoatlus. Und auch hier bin ich sehr zuversichtlich, weil 2 davon haben ja scheinbar wirklich ihre eigene Szene. Der Mosasaurus eben dann die Wasser im Boot-Szene zusammen mit den Spinosauriern und der Quetzalcoatlus seine Szene in seinem Nest. Und ich schätze mal, dass sie sich auch irgendwas ausgedacht haben für den Titanosaurus. Lasst den gerne auch gefährlich wirken. Das will ich gerne sehen. Natürlich aber auch weitere Tiere, die wir jetzt hier bereits angeteasert haben. Ich brauche jetzt keine krasse Szene mehr vom Dilophosaurus. Der kann einfach auftauchen, seinen Signature-Shot machen, dann taucht der T-Rex auf, der verscheucht dann den Dilophosaurus in den Dschungel und dann ist der Gag auch vorbei. Aber der T-Rex hat ja ebenfalls eine lange Szene, die mit einer Jagd beginnt und eben dann damit endet, dass die Familie möglicherweise entkommt oder auch nicht. Werden wir dann eben später im Film sehen. Und genau sowas meine ich hier mit einer auserzählten, schönen, langen Szene. Das muss ebenfalls auch für die Mutadon gelten und auch für den D-Rex. Angeblich sollen die Velociraptoren in diesem Film so gut wie gar keine Rolle spielen. Die sollen wir nur mal ganz kurz sehen und dann werden sie von den Mutadon wieder verscheucht. Wenn das der Fall ist, dann sollen die Mutadon aber ebenfalls geile, lange Szenen bekommen. Und auch hier hatten sie ja das Making-of bereits gezeigt. Zumindest eine scheinen sie zu haben, die Szene in der Tankstelle. Ich möchte da aber auch noch mehr sehen. Wenn jetzt diese Viecher ankommen und meine Velociraptoren aus dem Film verbannen, dann muss daraus auch was gemacht werden. Und Punkt Nummer 3 von den Dingen, die ich mir auf jeden Fall für diesen Film wünsche, ist ein bisschen kontrovers, weil ich auch in den Kommentaren schon 1-2 Mal die Nachricht gelesen habe, oh, ich hoffe, die machen nicht so einen blöden Cliffhanger, ich hoffe, die beenden die Geschichte. Das sehe ich nur zum Teil so. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Film nicht alleine stehen bleiben wird. Natürlich wird Universal jetzt ein Auge darauf haben, ob der Film floppt oder ob der Film, einigermaßen dafür taugt, Fortsetzungen herauszubringen. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es genug Hinweise, Analysen und Ähnliches von Spezialisten bei Hollywood gibt, die darauf hindeuten können, dass der Film Fortsetzungen bekommt. Dieser Film wird nicht so extrem floppen, dass er alles komplett niederreißt. Ich meine, ja, Jurassic Park 3 war hier eine Ausnahme, aber sogar der sehr stark kritisierte Jurassic World Dominion hat nicht dafür gesorgt, dass man das gesamte Franchise eingestampft hat. Nö, man hat eben nur gesagt, okay, wir werden jetzt so ein paar Dinge ändern, wie zum Beispiel wieder zurück auf eine Insel zu gehen. Das bedeutet, wir können eigentlich schon relativ sicher sagen, es wird noch weitere Teile geben und ich möchte, dass, wenn der Hintergedanke da schon mit drinnen steckt, dass man diese beiden Filme bereits hiermit aufbaut. Und das geht. Du kannst die sogar jetzt hiermit andeuten und trotz allem immer noch auf Nummer sicher gehen, diesen Film in sich geschlossen enden zu lassen, für den Fall, dass er eben doch ein Riesenflop werden sollte. Das bedeutet, die Haupthandlung könnte genau damit enden, dass eben unsere Helden von der Insel runterkommen, wieder in den Sonnenuntergang fliegen, wie wir das schon aus anderen Jurassic-Filmen kennen, und dann ist der Film vorbei. Während des Films allerdings könnten die DNA-Proben, die gesucht wurden, irgendwo verloren gegangen sein. Ja, ich rede jetzt hier von einer Referenz an Jurassic Park 1. Der Film Jurassic Park 1 an sich war ein abgeschlossenes Werk. Der Film hatte einen Anfang und auch ein Ende. Und das Ende war an sich perfekt. Da hätte auch kein Teil 2 mehr kommen müssen im Endeffekt. Aber wir hatten noch eine Sache, die offen war, die nebenbei während der Story einfach mal so dahingewischt wurde. Und das sind die Embryos, die Dennis Nedry bei dem Vorfall mit dem Dilophosaurus fallen lässt und eben verliert. Diese Dose ist immer noch da. Und diese Dose war eigentlich perfekt für die Filmemacher, für Universal und auch für Steven Spielberg. Denn sie hat trotz dem abgeschlossenen Ende von Jurassic Park 1 immer noch eine Tür offen gelassen für eine Fortsetzung. Die hat man zwar in den Filmen nie benutzt, aber ihr wisst, worauf ich jetzt hinaus will. Das heißt, der Film an sich kann abgeschlossen
abgeschlossen sein, aber wenn man schon davon ausgeht, dass man wirklich auch damit weitermacht mit dem gesamten Jurassic-Franchise, was ja unfassbar lukrativ ist, seit es unter dem Namen Jurassic World läuft, dann fangt bitte jetzt auch an, diese Trilogie zu planen. Sonst bekommen wir nämlich das Gleiche wie damals bei Jurassic World 1, 2 und 3. Da war nämlich nicht wirklich ein roter Faden dahinter, weshalb Biosyn auch auf einmal aus dem Nichts heraus da war und ja, hätte man auch schon wesentlich früher aufbauen können, hätte man eben einfach nur diesen roten Faden verfolgt. Und ey, ich kritisiere Marvel immer wieder, aber Marvel bekommt das hin. Bei über 35 Filmen. Das werdet ihr jetzt auch hier bei Universal bei 3 Jurassic-Filmen in irgendeiner Form schaffen, da einfach mal ein bisschen Kontinuität in die kommenden Filme mit reinzusetzen, denn nach Jurassic World Rebirth wird es sehr wahrscheinlich weitergehen, machen wir uns da nichts vor. Das waren jetzt meine Top 3 Punkte, die ich auf jeden Fall für diesen Film haben möchte. Jetzt frage ich wie immer dich, wie ist deine Meinung dazu? Was sind deine Top 3 Punkte? Schreib es mir gerne in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne, ihr Lieben, treffen wir uns dann zum nächsten Video wieder, wenn es um meine Top 3 Befürchtungen zu Jurassic World Rebirth geht. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.